Ist ein sehr runder Duft, sehr, sehr angenehm und funktioniert auch wunderbar. Die lässt sich extrem gut slicken. Hallo, herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf unserem Pomade-Shop YouTube-Kanal, dem Kanal um Pomade und um Haarstyling-Tipps und um Pomade-Reviews natürlich auch. Und genauso eins mache ich heute auch für euch. Ich werde euch nämlich heute die brandneue Schmoizfassel-Pomade, in dem Fall mittelfest, vorstellen und auch anwenden. Das ist eine klassische Pomade, aber eine Homebrew-Pomade. Das heißt, die kommt nicht aus einer Fabrik, sondern wird von einem Pomade-Fan selbst hergestellt, und zwar in Oberbayern. Und ist jetzt hier die mittelfeste Variante. Vom Design her seht ihr, es ist eine schwarze Dose mit einem hellen Etikett, auf dem im Hintergrund ein Berg zu sehen ist, so wie die Bayerischen Alpen halt. Und vorne drauf ein adretter Herr mit einem schönen Schnurrbart und einer schönen Frisur mit so einer grünen Umrandung. Die unterscheiden sich ja in der Farbe. Da gibt es ja noch die feste Pomade, die mit so einer blauen Umrandung und einem Löwen drauf ist. Und wenn man das mal aufschraubt, sieht man innen drin, guck mal so, dass ich schwenke mal ein bisschen hin und her, weil ich weiß, in den letzten Videos von der Beleuchtung her kann man das öfter mal gar nicht so gut sehen, wie das da drin eigentlich ausschaut. Ist eine helle Pomade mit so einem leichten Gelbton, wie wir es halt öfter auch kennen. Eine komplett jungfräuliche Dose in dem Fall. Und vom Duft her ist es ein super, super angenehmer Duft. Ich finde irgendwie, der Duft hat so eine gewisse Wärme. Ich weiß nicht, bei mir geht es mal so, ich beschreibe Düfte gerne als warm. Zum Beispiel, welchen Duft ich auch gerne als warm beschreibe, ist Sweet Georgia Brown zum Beispiel. Und der ist jetzt überhaupt nicht so ähnlich wie Sweet Georgia Brown, aber auch so eine süßliche Wärme. Und zwar haben wir hier einen Mix aus Vanille, Lavendel, Myrrhe und Amber. Wobei ich finde, dass die Vanillenote am stärksten rauskommt. Vielleicht ein bisschen mit der Ambernote und Lavendel zusammen. Ist ein sehr runder Duft, sehr, sehr angenehm und ja, sehr gelungen auf jeden Fall. Also, gefällt mir persönlich extrem gut. Und bevor ich die Pomade mir jetzt aber ins Haar reinmache, werde ich mir die Haare ein bisschen anfeuchten, wieder mit dem Jerry's Hair Tonic, mein Lieblings-Hair Tonic. Ganz einfach deswegen, weil ich klassische Pomade immer lieber in feuchten Haar anwende, weil sich dann meine Haare so ein bisschen besser frisieren lassen. Weil meine Haare jetzt sehr, sehr lang sind. Ich bin sehr kurz vor einem Friseurtermin mal wieder. Muss ich auch ein paar Spritzer mehr hernehmen vom Hair Tonic. Aber einfach nur, um so eine gewisse Grundfeuchte reinzubringen und dass sie so ein bisschen weniger fluffig sind, wie sie gerade eben noch waren. Und dann schauen wir uns die Pomade mal an. Ich gebe den Finger rein und merke auf jeden Fall einen leichten Widerstand, aber dann, sobald der überwunden ist, gleitet der Finger durch wie bei Butter. Und ihr seht hier eine schöne cremige Pomade, die auch ein bisschen Fäden zieht, allerdings nicht sehr stark. Es ist eher so eine cremige Geschichte. Von der Konsistenz her würde ich es von dem her auch vergleichen, vielleicht mit der grünen Reuzel oder der Dapper Dan Man's Pomade, also der mittelfesten Dapper Dan Pomade. Also verreiben geht ganz, ganz einfach. Schön warm reiben zwischen den Händen, dass sie geschmeidiger wird. Und dann rein damit in die Haare. Das funktioniert auch wunderbar. Einfach schön von allen Seiten durchgehen. Wichtig ist, immer schön bis an die Haarwurzel runter einarbeiten, nicht nur auf die Haare oben drauf legen. Die Pomade müsste möglichst, falls für die Frisur, wie ich sie haben will, die Haare von oben bis unten komplett einmal bedecken. Dafür muss ich noch ein bisschen nachnehmen. Ich merke gerade, das ist ja öfter bei Pomaden, gerade bei ein bisschen wachsigeren so, dass die Deckschicht ein bisschen fester ist in der Dose und darunter ist sie wunderschön geschmeidig und noch cremiger als die Deckschicht, die natürlich jetzt auch nicht super trocken oder so war, sondern einfach so ein bisschen fester als das, was da drunter in der Dose ist. Ich glaube, weil meine Haare so lang sind, muss ich noch einen kleinen Extrafinger noch nehmen. So, das sollte erstmal reichen. So, dann kämme ich mal durch. Es ist Widerstand da. Wie immer, es ist ja schließlich auch keine weiche Pomade, sondern eine mittelfeste. Das heißt, ich möchte auch, dass da ein gewisser Halt drin ist. Von dem her muss da auch ein bisschen Widerstand sein. Kämme ich es mir erstmal nach hinten. Die lässt sich extrem gut slicken. Also ich könnte mir jetzt einfach auch ein Slickback machen und es dann gut sein lassen. Das funktioniert mit der wunderbar. Aber ich mache mir schon Scheitel und auch eine tolle mal wieder vorne hin. Scheitel gezogen.
Und dann geht es ans Volumen vorne. Dafür nehme ich die Haare wieder am Decker und schiebe die so ein bisschen nach vorne und vorne ziehe ich sie mir dann so ein bisschen raus. Na, das klappt nicht immer auf Anhieb sofort perfekt, aber da macht man es einfach nochmal. Das Schöne ist ja, wie bei so einer klassischen Pomade es einfach immer ist, man hat überhaupt keinen Zeitstress, weil sie irgendwie trocknen könnte, wie zum Beispiel ein Haargel oder sowas. Nein, die bleibt immer nachkannbar und geschmeidig. Man kann sich ganz viel Zeit lassen. Das macht dann auch Spaß, sich hier wirklich auch in den Details so ein bisschen zu verlieren, wenn man die Zeit natürlich hat. So ein bisschen Feinjustierungen. Aber es klappt wunderbar und hält. Also das ist ja auch das Schöne, wenn ihr mit mittelfesten Pomaden Erfahrung habt und ihr wisst, dass ihr da sehr gut klarkommt mit dem Halt und eure Haare sehr gut klarkommen, dann ist das auf jeden Fall auch eine Pomade, zu der ihr bedenkenlos greifen könnt. Wenn ihr jetzt extrem krasse Locken habt oder Wellen und feste Pomaden eher braucht, dann kann ich euch die feste Pomade von Schmoizhassel empfehlen. Hat ihr den gleichen wunderbaren Duft drinnen, aber eben nochmal Spur extra Halt. Ich zeige jetzt gleich nochmal den Glanz ein bisschen näher. Ich weiß nicht, ob jetzt jede Haarsträhne schon am richtigen Platz liegt. Es kann sein, dass hier und da noch ein paar Ausreißer sind, aber die mache ich mir gleich noch in der Feinarbeit noch ein bisschen genauer hin. Ihr seht, es ist Glanz da. Schließlich ist es eine Pomade, die auf Öl und Wachs basiert. Aber ist ja nicht so, dass es jetzt aussieht, als hätte ich mir pures Öl in die Haare gemacht oder eine weiche Pomade. Es ist einfach ein Glanz, wie man von einer mittelfesten Pomade kennt und erwartet. Im schönen mittleren Bereich. So. Ja, meine Haare sind gerade sehr lang, deswegen muss ich vielleicht hier und da ein bisschen länger noch nachkontrollieren. Aber ich bin im Grunde jetzt sehr, sehr zufrieden. Also von mir aus, von meiner Seite aus, eine absolute Empfehlung. Also das ist eine extrem, extrem gute mittelfeste Homebrew-Pomade. Also die kann sich durchaus mit anderen Homebrew-Pomaden messen. Die ist extrem cool in der Anwendung, weil durch diese cremige Konsistenz geht es super leicht von der Hand, sprichwörtlich, nämlich von der Hand ins Haar. Hat einen super angenehmen Duft, der nicht zu aufdringlich ist, nicht zu süß, einfach so angenehm den Tag über jetzt mitschwingt, gibt einen schönen Glanz. Auch die Inhaltsstoffe ist genau das, was man eigentlich von einer klassischen Pomade erwartet. Es ist Vaseline, es ist drin, es ist Bienenwachs mit drin, Mikrowachs, Rizinusöl, Lanolin. Also genau das, was man haben möchte, wenn man sagt, ich benutze eine ölbasierte klassische Pomade. Von mir muss ich echt sagen, eine 10 von 10. Also ich bin ja ein Fan von mittelfesten Pomaden und das gehört auf jeden Fall für mich jetzt auch zu denen, die ich mit am angenehmsten finde von der Verarbeitung und vom ganzen Benutzen. Also alles in allem ein extrem cooles Produkt. Vielen Dank an den Brauer. Ein Interview, mit dem seht ihr übrigens hier oben gleich reinkommen, hat der Andi an unserem Release-Tag von dieser Pomade mit ihm ja geführt. Und ja, muss ich auf jeden Fall sagen, probiert die aus. Die macht richtig, richtig Freude und richtig Spaß. Ich nehme die jetzt auch gleich mit nach Hause. Das ist jetzt meine. Ich hoffe, das kriegt keiner hier mit. Und natürlich würde ich mich freuen, wenn ihr jetzt noch einen Daumen nach oben da lasst, einen Kommentar da lasst, was ihr von Schmoizhassel haltet, ob ihr es schon testen konntet. Und ganz wichtig natürlich, dass ihr den Kanal abonniert, wenn ihr es noch nicht gemacht habt. Dann verpasst ihr keines unserer Videos, vor allem dann nicht, wenn ihr die Glocke auch noch drückt. Und ja, macht mir auf jeden Fall sehr viel Freude, das Produkt. Ich hoffe euch auch. Ich hoffe, wir sehen uns auch bald wieder mit einem anderen Video und Review hier. Und wünsche euch bis dahin noch alles Gute und bleibt gesund und bis zum nächsten Mal. Euer Flo.